Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Es ist Mittwoch und der André, der hat Mittagspause. Und was machen wir da? Richtig, wir quatschen mal übers Business. Und zwar geht es heute darum, wo soll ich denn überhaupt ein Business gründen in den USA? Ich will jetzt nicht alle 50 Staaten aufzählen, aber wir konzentrieren uns auf die drei wichtigsten. Texas, Florida und Kalifornien. Viel Spaß bei diesem Video. Die 8 Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Soll ich eigentlich meinen Hut aufsetzen? Ich weiß nicht. Bleiben Sie dran. Ich hole den mal eben. Muss die Präferenz ja klar sein, welchen Staat ich bevorzugen würde. So. Besser? Keine Ahnung. Also, lass mal kurz gucken. Ich habe mir überlegt, irgendwie, weil ja viele von euch mich gefragt haben, ja André, erzähl doch mal ein bisschen was zur Bürokratie und wo soll ich denn ein Business gründen? Ne? Ich habe jetzt Texas, also der Deutsche, der kennt ja, wenn der von USA redet, eigentlich immer nur New York, Florida und Kalifornien. Ich will nicht dissen, aber tatsächlich die drei Staaten, die werden immer wieder abgefragt, Texas, Kalifornien und Florida. Und lass doch mal vergleichen, wo denn der beste Ort ist, um ein Business zu gründen. Ob es der beste Ort ist, werden wir nicht erfahren, denn auch hier gilt, ihr habt alle unterschiedliche Business-Ideen, ihr habt alle unterschiedliche Herausforderungen. Wir konzentrieren uns erstmal auf die drei wichtigsten Staaten: Texas, Florida und Kalifornien. Und warum das so ist, das ist deshalb so, weil die meisten von euch in meinen Kommentaren diese drei Staaten erwähnt haben. Also viele von euch wollen ja ins deutsche Eck nach Florida ziehen. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und mir mal für mich selbst überlegt, irgendwie, was ist denn eigentlich der Unterschied, gerade was so Kosten, Bürokratie angeht, was der Betrieb eines Unternehmens angeht, und kann man das überhaupt alles vergleichen? Ich bin sehr gespannt. Ich weiß wie immer nicht, wo es hinausläuft, denn ich skripte meine Videos nicht. Ich fange einfach an zu quasseln, merkt man vielleicht auch ein bisschen. Aber ist nicht schlimm, so sind wir halt. Also, lass mal gucken. Bürokratie und Aufwand. Was hat es damit auf sich? Also wenn wir Texas nehmen, kann ich hier eine LLC. Ich nehme als Beispiel immer eine LLC, nicht eine C-Corp oder sowas. Eine LLC, vergleichbar mit der deutschen GmbH, ist vielleicht für viele am einfachsten zu verstehen. Also nehmen wir mal eine LLC. In Texas habe ich die in 1 bis 3 Tagen ganz schnell online gegründet. Gegründet heißt, ich kann die natürlich auch sofort gründen, aber ich brauche natürlich auch eine Bestätigung, dass sie eingetragen ist und sowas. Und das passiert in Texas in der Regel in 1 bis 3 Tagen. Das ist übrigens genauso in Florida. Ja, also da tun sich Texas und Florida mal gar nichts. In Kalifornien schon. In Kalifornien eine LLC eintragen kann bis zu 2 oder 3 Wochen sogar dauern. Liegt einfach daran, dass der Bürokratieaufwand in Kalifornien deutlich höher ist, sehr, sehr stark reguliert ist, und bis man da eine Nummer und eine Bestätigung der Eintragung hat, kann schon mal 2 bis 3 Wochen dauern. Ist es gut, ist es schlecht? Natürlich ist es schlecht. Also Texas, Florida gewinnen hier ganz, ganz klar. Lass mal über die Gebühren reden. Also wenn ich hier in Texas eine LLC eintrage, dann gibt es ja viele Anbieter, die machen das irgendwie for free, kostenlos oder was auch immer. Ne? Ich rate trotzdem, geht einmal zu einem Anwalt und lasst euch auch die Eintragungsformulare, also die Gründungsdokumente einmal erstellen, denn wenn ihr einen Exit im Auge habt oder das irgendwann mal verkaufen wollt, dann wird natürlich geprüft, ist halt auch alles rechtlich einwandfrei entstanden. Darum bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend oder skeptisch bei diesen Online-Agenturen, die das übernehmen for free. In der Regel würde ich sagen, in Texas kalkuliert mal ungefähr so $300 für eine Gründung einer LLC. Das geht in Florida deutlich günstiger. In Florida geht das so um die $125 wird das so kosten. In Kalifornien wird das noch billiger, denn in Kalifornien kostet das ungefähr so $70 eine LLC einzutragen. Wenn euch das wert ist, 2, 3 Wochen zu warten, feel free. Aber ihr müsst in Kalifornien damit rechnen, dass ihr jährlich hohe Gebühren für die LLC habt. Das ist in Texas und in Florida mit Sicherheit nicht so.
So, das vielleicht ein bisschen zur Bürokratie. Also ihr seht schon, Kalifornien ist jetzt nicht so mein Favorit. Ich versuche mich immer neutral hier zu äußern, kann ich aber nicht. Ich finde das scheiße da. So, aber das ist mein Ding. So, dann lass mal gucken, was die Steuern so im Vergleich sind, wenn ich in die 3 Staaten so gegenüberstelle. Also es ist bekannt, ne, ein State Income Tax hier in Texas gibt es das nicht und in Florida auch nicht. Das heißt, irgendwie da punkten die beiden Staaten schon mal. In Kalifornien zahlt ihr bis zu 13,3% an State Income Tax, also an Einkommensteuer. Dann müsst ihr natürlich, wenn ihr ein Unternehmen habt, eine LLC habt, auch Sales Tax, also die Umsatzsteuer berücksichtigen. Das ist in Texas und in Florida und auch in Kalifornien ziemlich gleich. Es gibt immer so einen Roundabout-Betrag an Sales Tax. Ich würde mal sagen, das ist so in Texas 6,25%. Aber die Counties, die schlagen teilweise auch noch mal ein bisschen was drauf. Aber wenn ihr eine LLC hier in Travis County macht, sind das andere Sales Tax als in Hays County. Das heißt irgendwie 6,25% ungefähr plus die lokalen Taxes, die nicht viel sind, oben drauf rechnen. In Florida seid ihr da ein bisschen besser dran. Da zahlt ihr ungefähr so 6% Tax plus die lokalen Besonderheiten, die die Countys da haben. In Kalifornien geht es bei 7,25% los, also da auch ein bisschen teurer, auch zusätzlich dann mit den lokalen Taxes obendrauf. Franchise-Tax, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ihr die nur bezahlen müsst, wenn ihr ein Franchise-Business habt. Das nennt man hier einfach, das ist die Abgabengebühr an den Staat, die schimpft sich hier Franchise-Tax und die müsst ihr in Texas bezahlen, allerdings nur, wenn ihr 1 Million US-Dollar Umsatz habt. Dann gibt es hier eine zusätzliche Franchise-Tax. Wie hoch die ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. In Florida gibt es das nicht. Also es gibt keine Franchise-Tax in Florida. In Kalifornien gibt es das schon. Kalifornien hat auch keine Mindestgrenze, die ihr erreichen müsst, sondern Kalifornien sagt einfach, du musst mindestens $800 im Jahr an Franchise-Tax bezahlen. Und je mehr Umsatz du machst, desto höher wird dann auch die jährliche Franchise-Gebühr. Das vielleicht mal so als Steuerhintergrund. Lass mal gucken, wir müssen ja auch Lebenshaltungskosten und Service in Infrastruktur so ein bisschen berücksichtigen bei unserem Vergleich hier. Wenn wir jetzt so Texas nehmen, also lass mal in Texas Austin nehmen, in Florida lass mal Tampa nehmen und in Kalifornien Los Angeles. So, dann habt ihr mal 3 große Städte. Und lass mal gucken, was da so die Mieten sind. Ich habe mal auf Zillow.com, das ist hier so ein Realtor-Portal, wo man sich mal so Mieten angucken kann, Mietpreise angucken kann. Ich würde sagen, in Austin, in der Stadt oder in den Surroundings von Downtown, kriegt man ein kleines Büro schon so um die $1.200. Ne? Das ist in Florida, also in Tampa war das ähnlich. Ne? Ich habe auch so Durchschnitt, würde ich sagen, ist ein bisschen billiger da. $1.100 für ein kleines Büro. In Stadtnähe oder sogar in der Stadt. In Los Angeles habe ich das nicht gefunden, ehrlich gesagt. Also da habe ich das schon gefunden, aber da sind dann Gegenden, wo du auf gar keinen Fall hin willst. Und darum würde ich sagen, in Los Angeles, kleines Büro in den Surroundings, ungefähr so $2.000. Wird wahrscheinlich mehr sein, weil ihr wahrscheinlich auch andere Ansprüche habt als Deutsche. Aber ich denke mal so 2.000 plus. Da musst du in Los Angeles mitrechnen. Lebenshaltungskosten sind natürlich in Austin und Tampa, ich würde mal sagen, ungefähr gleich. In Los Angeles brauchen wir nicht drüber reden, exorbitant höher. Aber lass mal gucken, wenn wir über das Business reden, wie sieht denn das mit den Human Resources, mit den Fachkräften aus? Damit meine ich natürlich die legalen Fachkräfte, nicht, dass wir uns da missverstehen. Also, ich würde sagen, in Texas, also in Austin und in Dallas, meine Fresse, ey, Verlust der Muttersprache. In Austin und Dallas, würde ich sagen, ist die Verfügbarkeit an Fachkräften doch schon sehr hoch. Da gibt es gute Universitäten. In allen Bereichen sind große Städte, ne? Also das ist schon sehr gut da. In Tampa sieht es ein bisschen anders aus. Ne? Also ich würde sagen, in ganz Florida ist natürlich der Fachkräftemarkt sehr fokussiert auf den Servicebereich. Ne? Also Florida ist ein Urlaubsstaat, da scheint die Sonne, da ist Strand, da ist viel Gastronomie, viel Hotellerie. Also alles, was so im Bereich Service ist in Florida bestimmt deutlich besser als hier in Austin, in Texas. Und in Kalifornien, Los Angeles, ist natürlich die Verfügbarkeit auch sehr gut. Ne? Also dadurch, dass du viel Tech da hast, du hast viel von der Financial-Industrie da. Also die Verfügbarkeit von Fachkräften ist tatsächlich in Los Angeles, würde ich sagen, am höchsten. Aber die Fachkräfte da sind natürlich auch am teuersten. Das ist leider so. Ich mache mir nicht die Mühe, in der Mittagspause hier eine Aufstellung zu machen, ein Durchschnittseinkommen. Da mache ich vielleicht mal ein eigenes Video zu.
Was für mich viel wichtiger war und ist auch immer noch wichtiger, wenn ich hier so ein Unternehmen gründe, ist eigentlich so, wie ist denn die Unternehmerfreundlichkeit des Staates? Ne? Dazu zählen für mich irgendwie, also wie ist das Gründerklima so insgesamt? Ne? Wie sind die Förderprogramme? Also habe ich Möglichkeiten, wenn ich hier innovative Produkte oder Services habe, an Geld zu kommen? Wie denn der Regulierungsdruck ist. Ne? Also ja, auch in den USA gibt es Regulierungsdruck. Ich würde sagen, in Texas und Florida ist der Regulierungsdruck extrem gering bis gar nicht vorhanden, während der in Kalifornien natürlich exorbitant hoch ist. Das ist einfach so. Da müsst ihr selbst mal googeln. Ja? Also in Kalifornien wird reguliert, was das Zeug hält. Das ist gut für Texas, denn das sorgt dafür, dass es eine richtige Abwanderungswelle gibt in die Staaten Florida und Texas hier von kalifornischen Unternehmen. Kriegt er selber mit. Aber lass mal gucken, Gründerklima würde ich sagen, ist hier in Texas ist schon gut. Also ist sehr stark eigentlich. Also hier gibt es sehr viele Gründer-Hubs, hier gibt es sehr viele Pitch-Events, um sich hier zu präsentieren, um sich zu vernetzen. Also ich könnte, glaube ich, jeden Abend auf 2, 3 so Gründerveranstaltungen gehen, um mich da mit Leuten auszutauschen. Also das Gründerklima hier ist schon extrem stark. In Florida ist es mit Sicherheit genauso. Ist auch sehr gut, also Florida hat auch ein sehr, sehr gutes Gründerklima, in Kalifornien auch. Ne? Also will ich gar nicht sagen, dass Kalifornien grundsätzlich schlecht ist. Also zum Gründen ist Kalifornien sicherlich sehr, sehr gut, aber es ist halt extrem teuer da, ne, zu gründen und ihr müsst halt mit vielen Regulierungen rechnen. So, lass mal gucken, was gibt es denn an Förderprogramme? Also ich unterscheide immer so, wie ist denn der Zugang zu Zuschüssen eigentlich. Ne? So, und da gibt es in Texas tatsächlich State Grants, also staatliche Förderprogramme, die staatlich bezuschussen verschiedene Industrien, ne, wo der Staat gerne hätte, dass sich hier mehr von ansiedeln. Gerade so Semiconductor-Bereich oder alles, was in Hochtechnologie ist, ne, gibt es hier staatliche Zuschüsse. Es geht sogar so weit, dass der Staat euch, wenn ihr eine große Fabrik hier bauen wollt, dass der Staat euch kostenlos quasi Land übergibt, wo ihr dann eure Butze draufbauen könnt. Das ist jetzt überzogen, ne? Aber googelt mal Samsung und Semiconductor Plant, dann wisst ihr, was hier los ist. In Florida gibt es keine State Grants, also ich habe zumindest keine staatlichen Zuschussprogramme gefunden, aber es gibt lokale Zuschussprogramme, ja? Also die Stadt Tampa oder Miami, die haben eigene Förderprogramme, von daher gesehen würde ich sagen, ist das auch sehr gut da, um an Zuschüsse zu kommen. Ich würde sagen, Florida ist mehr lokal orientiert, ja? Also jeder macht da vielleicht so sein Ding, mag aber auch nur mein Eindruck sein. In Texas ist halt mehr staatlich, jetzt gibt es aber auch in Texas nicht so eine Ballung an Metropolen. Ja, klar, im goldenen Viereck. Houston, San Antonio, Austin, Dallas, ne, da spielt sich hier so in Texas die Musik. In Florida ist das deutlich mehr im ganzen Staat verteilt. In Kalifornien gibt es das aber allerdings alles gar nicht. Da gibt es lediglich eine Innovationsförderung vom Staat Kalifornien. Da reinzukommen, ich habe mir mal die Regeln durchgeguckt, irgendwie, das ist ganz schön schwer. Also ich glaube, die Chance, da eine Innovationsförderung in Kalifornien zu bekommen, die geht gegen 0. Ja, das vielleicht dazu. Jetzt lass mal, weiß ich auch nicht, irgendwie, was das Fazit ist von diesem Video. Wenn ihr euch entscheidet, ein Unternehmen zu gründen hier in den USA, dann glaube ich, ist schon die Message, schaut euch den Staat genau an und schaut, ob der eure Industrie auch bezuschusst, ob der euch fördert, ob es unternehmerfreundlich ist. Das ist mit Sicherheit nicht in jedem Staat so. Ihr könnt auch in Alaska gründen, das ist gar kein Problem. Ne? Also wenn ihr da ein Hundeschlittenrennen-Provider aufmachen wollt, feel free. Ja, was nun das Fazit hier von diesem Video? Das Fazit ist einfach, es gibt total viele Unterschiede zwischen den einzelnen Staaten. Und wenn ihr hier hinziehen wollt, in Florida, Texas oder Kalifornien, dann muss euch bewusst sein, dass es extreme Unterschiede gibt, auch im finanziellen Bereich. Ja? Also ich sag mal, wenn ihr in Kalifornien ein Unternehmen gründet, inklusive Lebenshaltungskosten und alles, muss euer Unternehmen mit Sicherheit viel, viel mehr abwerfen als hier im Staate Texas oder auch in Florida. Ich würde auch sagen, dass Florida sehr, sehr viele Vorteile hat, wenn es im Servicebereich ist. Ja, die Infrastruktur da für Serviceanbieter, die reine Dienstleistung anbieten, ist sehr, sehr groß. Texas hat mehr den Fokus auf, mittlerweile muss man sagen, das war nicht immer so, auf Technologie und Innovation. Das sorgt natürlich auch für eine große, große Abwanderung von den Kaliforniern hierhin nach Austin.
Ich meine, Technologie kann immer remote irgendwo arbeiten, aber das sehen wir schon, ne, dass viele Kalifornier hier hinziehen nach Austin. Man nennt das nicht umsonst Silicon Valley 2. Ich sage jetzt nicht den Namen, wie die Texaner das hier nennen. Die sind teilweise nicht erfreut darüber, über diese Zuwanderung, weil auch hier gibt es kulturelle Unterschiede zwischen Texanern und Kalifornien. Aber da gehe ich im nächsten Video mal drauf ein. Und das ist, da habe ich mal ein paar Erfahrungen gemacht, was den Unterschied zwischen Kalifornier und Texaner angeht. Das wird, glaube ich, ein etwas längeres Video und da hole ich auch meine holde Gattin mit dazu. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt zum Lunch und dann geht es weiter hier mit den Meetings am heutigen Mittwoch.